Heute geht es um eine ganz besondere Laserklasse, den UV-Laser. Was macht ihn so besonders? Wo liegen die Vorteile eines UV-Lasers? Ist ein UV-Laser die eierlegende Wollmilchsau unter den Lasern? Und was kann er besser als ein CO2, Dioden oder Faserlaser? Ich habe jetzt hier heute diesen F2 Ultra UV-Laser auf dem Tisch stehen und den wollen wir uns einfach mal genauer anschauen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und Thema heute ist UV-Laser, denn Xtool hat nämlich einen neuen UV-Laser auf den Markt rausgeballert und den wollen wir uns mal ganz genau anschauen. Was bringt so ein Laser? Für wen ist der ganze Laser gedacht? Welche Materialien kann er gravieren? Ich werde euch einiges erklären an diesem Laser und ja, das wollen wir einfach mal angehen, dieses Thema. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Jetzt müssen wir richtig Gas geben, denn es wird nämlich ein sehr langes Video. Wir wollen ja auch noch richtig viel Material testen mit diesem Laser. Ja, und jetzt für die Leute, die nicht wissen, was ein UV-Laser ist. Ein UV-Laser gehört zu der Gruppe der Festkörperlaser und arbeitet mit einer Wellenlänge von ca. 355 Nanometer. Das ist also praktisch das ultraviolette Licht oder der ultraviolette Bereich. Das bedeutet, dass er eine viel kürzere Wellenlänge hat als ein CO2-Laser oder ein Faserlaser, der mit 1064 Nanometer lasert. Und warum ist die Wellenlänge denn wichtig? Je kürzer die Wellenlänge, desto kleiner der Lichtstrahl. Also dieser Laserpunkt ist viel kleiner als bei einem CO2-Laser zum Beispiel. Und das sorgt für extrem feine, hochpräzise Markierungen. Das UV-Licht wird auch von vielen Materialien viel besser absorbiert und besonders bei Kunststoff, Glas, Keramik, Gummi und so weiter und so fort ist es einfach richtig gut. Wir haben bei einem UV-Laser weniger thermische Belastung. Also man nennt es auch so, ich sage jetzt mal Kaltlasern. Es ist jetzt nicht kalt gelasert, aber durch das UV-Licht, da das sehr effektiv absorbiert wird, bleibt das Material aber auch kühler. Wir haben keine Schmelze, wir haben weniger Schmauch und wir haben auch keinen großen Brenneffekt dadurch. Und das Ganze jetzt einfach erklärt, wir haben da einen Grundlaser. Der Grundlaser ist ein Infrarotlaser. Der wird durch einen Kristall umgewandelt in grünes Licht. Dieses grüne Licht geht dann durch einen zweiten Kristall und erzeugt dann praktisch dieses UV-Licht mit 355 Nanometer. So ein UV-Laser wird ja heutzutage in der Industrie ja schon lang benutzt, also zum Beispiel Elektroindustrie, um Chips oder Mikroprozessoren oder Leiterplatten zu gravieren oder zu markieren. In den Medizinbereich, also Pharmaindustrie zum Beispiel, Glas, Kunststoffverarbeitung wird es genauso auch verwendet oder auch bei Luxusgütern und Schmuck wird ein UV-Laser sehr, sehr gern in der Industrie verwendet. Wo sehe ich den Xtool F2 Ultra UV? Wo sehe ich den als Einsatzgebiet? Ganz einfach für kleinere Unternehmen, für kleinere Betriebe, die kundenspezifisch auf Aufträge eingehen wollen, die eine kleine Serienproduktion einfach gestalten wollen. Damit sehe ich das super an und die wirklich auch empfindliche Materialien gravieren möchten. Und was Cooles ist, das will ich mal spoilern für nachher, das ist ein K9 Kristallglas. Das ist ein 3D-Bild, ist da eingraviert. Richtig schön 3D-mäßig. Das werden wir uns nachher auch mal im Detail anschauen, wie das Ganze funktioniert mit dem Laser. Vor allem, wie die Qualität dann ist. Ich würde sagen, wir schauen uns den Laser ganz schnell an, bevor wir dann nachher mit dem Lasern loslegen. Fangen wir mal an mit unserem Herzstück des Lasers und zwar ist das unser Laser selber. Wir haben hier einen verbauten 5 Watt UV-Laser mit einer Laserpunktgröße von 0,01 auf 0,01 und das ist natürlich schon enorm klein, um richtig detailgetreue Gravuren realisieren zu können. Die Arbeitsfläche, was wir hier bearbeiten können, sind 200 auf 200 Millimeter. Das kann man aber durch das optional erhältliche Förderband für Serienproduktion können wir das Ganze auch vergrößern von 200 auf 500 Millimeter. Die Innergravur, die können wir maximal auf 70 auf 70 Millimeter haben und eine Gravurhöhe von maximal 150 Millimeter, was da drunter passt. Da können wir aber auch dann den Rotari drunter stellen. Das funktioniert auch.
Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit bei diesem Laser liegt bei 15.000 mm pro Sekunde. Jetzt seht ihr hier auch zwei Laserspots verbaut. Und zwar einer ist der UV-Laser und einer ist ein Blaulichtlaser. Und zwar wofür ist der da? Das ist ganz einfach, das ist nämlich für den verbauten Autofokus gedacht, weil dieses Gerät hat einen verbauten Autofokus, was natürlich richtig cool ist. Und dieser Autofokus funktioniert über ein LiDAR-Erkennungssystem. Es gibt ja schon so einige UV-Laser-Hersteller auf dem Markt, die dann wirklich aber ein großes Problem haben. Und zwar ist es die Live-Vorschau. Bei den meisten Herstellern muss man so eine Scheibe verwenden, um den UV-Strahl sichtbar zu machen. Weil UV-Licht ist für das bloße Auge nicht sichtbar. Und deshalb muss man das, wenn man dann die Sachen ausrichten will, muss man sich den Rahmen fahren lassen und muss dann diese Scheibe drüber legen, um zu sehen, wo der Laser lasern würde. Das hat Xtool mega toll gelöst einfach. Und zwar, die haben zwei Optionen. Wir haben wir haben zwei 48 Megapixel Kameras verbaut, die die Positionierung des Werkstückes richtig einfach macht. Und das werden wir uns natürlich nachher auch noch mal genauer anschauen. Das zweite, was wir haben, ist, man kann dort einen Rahmen abfahren. Und zwar mit diesem Display kann man das bedienen, wenn man da auf den Knopf drückt. Dann kann man sich durch diesen Blaulichtlaser die Vorschau anschauen, wie das Ganze praktisch gelasert wird. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil, denn man spart sich diese Scheibe, die man dann bei anderen Laserherstellern einfach benutzen muss. Und das ist natürlich auch mega. Durch die zwei verbauten Kameras dort oben drin soll der Laser eine Positioniergenauigkeit haben von 0,2 mm. Und das möchte ich euch natürlich nachher auch nochmal ganz genau zeigen. Jetzt schauen wir uns kurz die Rückseite an, da möchte ich euch was zeigen und das macht Xtool einfach aus. Andere Hersteller haben da echt riesengroße Probleme, um ihre Lüfter zu reinigen. Das löst Xtool so einfach und die machen sich da echt Gedanken. Schaut's mal, Leute. Innerhalb von 5 Minuten habe ich meinen Lüfter komplett gereinigt. Ich mache diese Klappe hier auf, ziehe diesen Lüfter einfach raus, fertig. Kann hier nochmal eine Klappe aufmachen, komme an den Ventilator wirklich komplett ran an den Lüfter und kann den auch noch zusätzlich reinigen, kann ich ausblasen. Genauso hier komme ich dann, das Gitter kann ich auch nochmal rausmachen, dort vorne und kann dann ganz einfach hier drin mit dem Staubsauger oder sonst irgendwas ganz schnell reinigen. Finde ich eine richtig coole Lösung und da macht sich Xtool echt Gedanken drum. Wenn wir schon auf der Rückseite sind, das ist dieser Schlüssel, den wir anstecken müssen. Dort kann man den Strom anschließen, dort das Feuerlöschsystem anschließen und so weiter. Das kann man hier alles anschließen. Hier kann man auch den AP2 Luftfilter anschließen und natürlich auch das Display. An der Seite seht ihr noch einen Notaustaster, einen Ein- und Ausschalter und natürlich kann man das Ganze auch noch mit dem Rechner verbinden. Hier drin verstecken sich noch zwei Anschlüsse, wo man zum Beispiel jetzt auch noch das Förderband oder den Rotari einfach anstecken kann. Und wie von Xtool gewohnt haben wir natürlich auch wieder eine Sichtschutzscheibe, die dann nach unten fahren können, denn da solltet ihr definitiv in den puren Laserstrahl nicht reinschauen, weil das ist natürlich genauso schädlich wie alle anderen Laserstrahlen von anderen Technologien. Also immer schön den Deckel zu machen. Der Laser hat auch noch ein TMS verbaut. Das TMS Smart Temperatur Management System verfügt über ein integriertes Kühl- und Luftstromdesign für effiziente Wärmeableitung und Geräuschunterdrückung. Und das ist natürlich ganz gut und gewährleistet natürlich dem Laser eine stabile Laserleistung. Jetzt kommen wir ganz schnell noch zu den Zubehörteilen. Das erwähnte Förderband, um die Arbeitsfläche einfach zu vergrößern auf 500 mm. Für wen ist dieses Förderband gedacht? Ich sage jetzt mal für kleine Betriebe, für kleine Unternehmen, die wirklich eine kleine Serienproduktion machen wollen. Hier funktioniert alles automatisch. Aber dieses Förderband behandle ich in einem anderen Video. Das kann ich euch gern nochmal dort oben verlinken. Aber das schaffen wir in diesem Video mit diesem Förderband einfach nicht mehr. Ebenso habe ich hier noch den AP2 Abluftfilter. Muss ich jedem empfehlen, der keine Abluft hat oder das Ganze nach draußen leiten kann. Das sollte das Ganze in einen Filter praktisch bringen, um die Luft zu filtern. Alle Sachen werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. Schaut's da bitte mal rein. Also Förderband, den Laser, das ganze Ablufttfilter und so, alles unten in der Videobeschreibung.
So, und ganz kurz noch zum Zubehör. Was noch mitgeliefert wird, ist natürlich der Laser. Hier haben wir noch das Touch-Bedienfeld. Wir haben jetzt auch noch die Innergravur-Linse. Die haben wir noch im Set hier dabei. Gibt es ein spezielles Set dafür. Und zwar muss man dann praktisch, wenn man die Innengravur von solchen Glasklötzen macht, muss man das Ganze tauschen und braucht diese Vorrichtung dazu. Dazu gibt es natürlich dann auch noch diese Karten zum Kalibrieren des Lasers. Und wir haben auch noch eine Schnittunterlage dabei, um dort Sachen auch schneiden zu können. Ebenso ist auch noch ein Glasklotz dabei und ein Abluftschlauch, um das Ganze nach draußen zu leiten oder in den AP2 zu bringen. So, jetzt bin ich bald fertig mit meinem Gelaber hier. Ein Thema ist mir noch richtig wichtig, bevor wir anfangen zum Lasern, und zwar Thema Sicherheit. Es gibt da so viele Videos schon von mir, da gibt es auch eine Playlist zu den ganzen Laser-Videos dazu. Schaut's da mal einfach mal drauf, kann ich euch dort oben verlinken. Aber da ist mir immer ein Thema sehr, sehr wichtig, das ist die Thema Sicherheit. Und zwar Sicherheit. Ein Laser ist kein Spielzeug. Also das heißt, schaut niemals in Laserstrahlen rein. Das ist schädlich fürs Auge. Benutzt auch eine Laserschutzbrille. Also ihr braucht zwar hier keine, weil wir hier ein Sichtschutzglas haben, aber es ist immer gut, eine zu haben. Zweiter Punkt ist Abluft. Atmet diese giftige Luft oder diese schlechte Luft einfach nicht rein. Schaut, ob ihr die nach draußen leiten könnt. Wenn nicht, dann müsst ihr einfach mal schauen, ob ihr einen Abluftfilter hier benutzt. Und den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, um die Luft zu reinigen. Gerade wenn ihr zum Beispiel auf Märkten seid oder so, natürlich nur auf Märkte, wo es erlaubt ist und mit dem Markt oder mit dem Messehersteller abgesprochen ist, da müsst ihr definitiv einen Abluftfilter haben und am besten auch noch einen Laserschutzbeauftragten, den ihr natürlich machen könntet. So, Punkt 3 ist natürlich, lasst euren Laser niemals unbeaufsichtigt. Das heißt, anfangen zu lasern und dann mal mit dem Hund Gassi gehen, ist nicht. Also bleibt immer dabei und beobachtet euren Laser, nicht, dass da irgendwas passiert. Aber jetzt würde ich sagen, wir legen los mit dem Lasern. Hat lang genug gedauert. Sorry dafür, aber das musste jetzt alles mit rein. So, wir legen jetzt los und werden das Ganze erstmal kalibrieren. Bevor wir starten, müssen wir das Ganze erstmal kalibrieren. Also der Laser muss kalibriert werden. Das ist aber total einfach und ist in 5 Minuten erledigt. Wir sehen es jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf. Das Programm führt euch komplett durch. Und wie gesagt, es ist total einfach und in 5 Minuten geschafft alles. Sobald wir das Ganze erledigt haben, kommt dann ein Tutorial, das könnt ihr durchführen. Also das mache ich jetzt auch mal ganz schnell. Da wird dann eine Karte, um euren Laser zu testen, könnt ihr eine kleine Karte gravieren. Das ist dann diese hier, aber das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Macht es einfach, wenn ihr damit noch nie gearbeitet habt. Ihr seht, das Ergebnis ist echt absolut top geworden. Das reicht uns aber nicht, deshalb wollen wir was richtig Heftiges machen, und zwar gleich mal ein Foto auf diese Alu-Visitenkarte gravieren. Und ihr seht dieses gigantische, tolle Ergebnis. Absoluter Wahnsinn. Man sieht überhaupt keinen einzigen Pixel. Hier genauso bei der zweiten Karte, die ich noch versucht habe. Einfach reinziehen und fertig. Und natürlich wollte ich das Ganze mal auf Holz probieren. Und ganz ehrlich, Leute, ich bin sowas von begeistert davon. Schaut euch mal diese Qualität an. Auf Holz, das hatte ich bis jetzt mit keinem einzigen Laser erreicht. Diese Top-Qualität. Mache ich gleich weiter und das Ganze auf Edelstahl, auf glänzendem Edelstahl. Und ihr seht selbst auf diesem Edelstahl, wie sauber dieses Bild hier rauskommt. Und das Ding ist ja gar nicht groß. Ebenso geht das natürlich auch auf Alu eloxiert. Gar kein Stress. Und natürlich wollte ich natürlich auch mal das Ganze auf Schiefer probieren. Dort muss ich sagen, ja, da kann man noch ein bisschen an Einstellungen rumspielen. Aber fürs erste Ergebnis gar nicht mal so schlecht. Danach habe ich mal solche 3D-Bilder da versucht. Die wirken, als wäre es irgendwie tief und schneiden natürlich auch. Das seht ihr jetzt mal, die Originalgeschwindigkeit funktioniert natürlich auch. Das ist 3 mm Pappelsperrholz. Und ihr seht mal dieses Ergebnis an. Schaut richtig so mäßig 3D-mäßig aus, wie es hätte dieses Bild irgendwie Tiefe. Kunststoff ist er einfach Weltmeister, der UV-Laser. Ihr seht, es schaut aus wie original, muss ich sagen. Und vor allem jetzt auch noch diese Laserpunktgröße. Ihr seht es jetzt gerade, dieses Test da unten, das ist keinen Millimeter groß. Da braucht man fast schon eine Lupe dazu. Sauber. Ich dachte mir natürlich sofort gleich, dass ich mal meine Werkzeuge hier mal ein bisschen markieren könnte und mein Logo gleich mal auf den Exzenterschleifer gemacht. Jetzt seht ihr auch mal die Kamera, wie das Ganze funktioniert mit der Kamera zum Positionieren. Total easy. Ihr seht es jetzt gerade auf Kunstleder und Leder ist überhaupt kein Stress und wir haben überhaupt keine Verbrennungen und eine richtig schöne, saubere Gravur auf diesem Leder.
Ich würde euch immer raten, Speed- und Power-Tests zu machen. Wenn ihr die Ergebnisse oder die Werte nicht wisst, macht's das einfach. So, und jetzt schaut euch mal diese saubere Gravur an. Richtig schön, überhaupt kein Schmauch drauf. Der Schnitt im Holz war auch perfekt. Wir können bis zu 15 mm in Pappelsperrholz oder so Lindensperrholz können wir schneiden, aber natürlich dann mit viel mehr Durchgängen. Das war jetzt ein Durchgang und jetzt schaut euch mal diesen sauberen Schnitt auch an hier. Also man sieht es direkt, dass es wirklich total hell ist. Wenn man jetzt mal ein anderes Beispiel noch mehr hernimmt, mit dem Diodenlaser oder mit dem CO2-Laser, ihr seht jetzt diese Farbunterschiede. Wir haben jetzt hier so, ja, wirklich schöne Verbrennungen im Endeffekt vom Holz und hier sind wir wirklich komplett sauber. Reliefbearbeitung geht natürlich auch, also die Tiefengravur. Ihr seht es jetzt gerade, wie tief wir hier trotzdem reingekommen sind in dieses Holz, in dieses sogar Buche. Ja, bitte beachtet nicht diesen Strich hier, das ist meine Schuld. Das ist nämlich die Leimstelle hier von diesem Holz. Solltet ihr natürlich beachten, ein vernünftiges Holz zu nehmen. Und hier noch die gekrümmte Oberflächengravur. Und ich muss echt sagen, dieses UV, es ist sowas von gigantisch, es kommt so sauber raus, überhaupt kein Schmauch, super toll. Und jetzt schaut mal diese gekrümmte Oberfläche an. Ich hoffe, man kann es erkennen, das ist richtig gekrümmt und es ist eine super saubere Gravur. So, wir werden heute leider nicht alles schaffen, deshalb werden wir ganz kurz noch mal was ansprechen. Der Safety Pro AP2 Abluftfilter, der funktioniert auch wieder hier gesteuert, also der geht dann automatisch los, den kann man mit der Software verbinden. Das geht bei diesem F2 Ultra UV genauso. Im Modus möchte ich noch mal was ganz kurz sagen, weil wir werden es echt nicht alles schaffen. Hier kann man dann praktisch die Modi alle einstellen, was mit diesem Laser möglich sind, also praktisch die Innengravur. Wir können noch ein Rotari verwenden, wir können noch das Förderband, was wir jetzt heute nicht mehr anschauen werden, können wir dann da noch verschiedene Einstellungen machen. Wir können auch große Flächen gravieren, bis 500 mm. Wir können auch diese Kurvengravur machen, das haben wir jetzt gerade eben gemacht, und Reliefbearbeitung genauso. Zur Materialliste möchte ich noch mal was kurz sagen. Leider habe ich die A-Karte gezogen. Zum Zeitpunkt des Videodrehs war die leider noch nicht so gefüllt. Also ich kann ja hier alles einstellen, also Holz gehen und so weiter, und kann dann dort einstellen, was ich will, und brauche bloß auf Anwenden gehen und die Einstellungen werden automatisch dann ins Programm übernommen. Leider war zum Zeitpunkt des Videodrehs diese, ich sage jetzt mal, Bibliothek leider nicht gefüllt. Ihr seht es gerade. Das wird aber alles von Xtool wie gewohnt eigentlich dann auch nachgeholt, sobald der Laser dann auch auslieferbar ist. Also nur so zur Info. Ich habe leider alles selber machen müssen und die ganzen Werte selber finden müssen. Lebensmittel lassen sich auch gravieren, kein Spaß. Ich habe es jetzt hier mal mit dem Brötchen probiert. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand braucht oder so. Es funktioniert. Auch diese Brezen hier, die Gipfelholzbrezen, gar kein Stress. Eine Banane kann man auch noch gravieren. 10 Minuten warten und dann schaut das richtig schön dunkel aus. Natürlich ist es auch begrenzt, das Ganze. In Apfel kann man gravieren und. Da ist sein Logo draufhauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich jemand braucht. Oder sogar eine Schokolade. Da sehen wir mal, wie fein dieser Laser lasern kann und wie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kalt er lasern kann. Also ihr seht es jetzt gerade, ich habe gerade meine Makroaufnahme verwenden müssen, um das Schokoladenstück hier zu filmen. Und das Made im Allgäu ist wirklich kein Millimeter groß und man kann es noch lesen. Jeans, Stoffe, allgemein, Seide, Baumwolle, man kann alle Stoffe belasern. Ihr müsst nur sakrisch aufpassen, dass ihr die richtige Einstellung habt. Ihr müsst nur die Farbe aus diesem Stoff rausnehmen und ihr dürft es nicht zu tief lasern mit diesem Laser, weil sonst kommt es durch. Hier haben wir die richtige Einstellung gefunden und nur die Farbe wurde rausgelasert. Ich möchte euch noch was zeigen, wie genau die Kamera ist, und das fasziniert mich. Ihr seht hier, ich habe einen ganz handelsüblichen Zahnstocher da und ich scroll das Ganze mal her. Und jetzt seht ihr hier diese kleine Schrift und das wollen wir jetzt drauf gravieren. Wie hoch ist es? 0,77 mm ist diese Schrift hoch, also enorm klein. Und jetzt schauen wir mal, wie genau das Ganze ist. Wollen wir einfach mal da auf den Zahnstocher drauf, machen wir es relativ mittig. Gar nicht so einfach, das Ganze scharf zu kriegen. So, ich habe es geschafft. Ich denke mal, das ist scharf. Und jetzt seht ihr mal, wie genau auch die Kamera funktioniert und wie fein der Laser lasern kann. Glasmeister, der
UV-Laser perfekt. Das sind super saubere Gravuren ohne Ausrisse im Glas und da müsst ihr aber auf einiges achten, das werde ich euch gleich sagen. So, bei Glas ist wichtig, dass ihr das Ganze hochsetzt. Also ich setze es immer hoch, weil sonst Laser kann passieren, dass ihr praktisch unten lasert, wenn ihr den Fokusbereich nicht richtig eingestellt habt. Wichtig, Fokusbereich einstellen. Wenn ihr Glas lasert, Autofokus funktioniert nicht durch Glas. Das heißt, ihr müsstet da ein Stückchen Papier drauflegen. Ich mache das dann immer so, dass ich den Laserpunkt nochmal 1 bis 2 Millimeter nach unten fahre, noch manuell im Programm und dann habe ich Top-Ergebnisse. Und wenn wir jetzt mal die Nahaufnahme anschauen, dann ist es echt ein super Ergebnis. Nicht so wie beim Diodenlaser oder beim CO2-Laser, dass wir doch so ein bisschen kratzige Oberfläche haben. Das haben wir mit dem CO2-Laser durch die schonende Gravierung überhaupt nicht auf Glas. Also echt Top-Ergebnis. Super saubere Gravur auch auf Flaschen, der Gipfelholz Kräuterlikör. Ich habe hier noch ein spezielles Silikonkabel, das ist ein Netzwerkkabel, das habe ich mit keinem Laser belasern können. Mit diesem funktioniert es, mit diesem UV-Laser. Richtig gigantisch, das ist so ein hitzebeständiges Silikonkabel fürs Netzwerk. Also keine Ahnung, kenne mich da nicht aus, aber damit hat es funktioniert. Top! Hier haben wir einen Stahl und ihr seht, dass die Gravur auch auf Stahl richtig gut funktioniert. Wir legen jetzt mit einem richtig coolen Thema los und zwar mit der Innengravur in K9 Kristallgläser. Das ist richtig cool, aber dazu müssen wir auch wieder unseren Laser präparieren. Wir müssen da die Linse tauschen. Ist in diesem Innengravur-Set mit dabei, mit allem drum und dran, was man braucht. Man muss auch diese Erhöhung dann zusammenbauen und das Ganze dann alles auch nochmal komplett kalibrieren muss man das Ganze. Die muss man dann auch dahin schrauben und so weiter. Dieses Programm leitet euch aber bei Xtool, das Xtool Studio, leitet euch komplett wieder durch, was ihr machen müsst. Und das werden wir jetzt mal ganz im Schnelldurchlauf machen. Ist total easy, ist auch innerhalb von, ich sage jetzt mal, 10 Minuten komplett erledigt und ihr könnt dann loslegen mit der Gravur. Ihr wollt natürlich jetzt schon wissen, wie das Ganze auch funktioniert, diese Innengravur. So, jetzt fangen wir mal ein bisschen an. Und zwar fragen sich jetzt die meisten, wo kriege ich denn die Dateien überhaupt her? Also Dateien könnt ihr euch schon mal kostenlos im Internet teilweise echt ziehen. Da gibt's genug 3D-Dateien, Foren, wo man das Ganze dann kostenlos rausziehen kann. Man braucht STL-Dateien, OBJ-Dateien, AMF, 3MF und so weiter und so fort. Alles, was halt mit 3D zu tun hat. Diese Dateien könnt ihr euch theoretisch aus dem Netz auch rausziehen. Aber, und jetzt ist es so, wir können auch jetzt mit dieser integrierten KI, können wir auch verschiedene Sachen dann machen. Da klickt ihr einfach auf die KI und dort muss dann normalerweise, jetzt dauert es ein bisschen länger bei mir gerade, dort können wir normalerweise auch Bilder reinziehen. Also ihr könnt hier zum Beispiel auch Bilder reinladen, dass ihr zum Beispiel eigene Bilder in 2,5D oder in 3D dann generieren lassen könnt. Aber ihr könnt auch Text zu 3D generieren lassen in dieser KI hier. Da schreibt ihr einfach rein, was ihr wollt und müsst dann erstmal den Stil natürlich abändern auf 3D, eine 3D-Modellierung und da seht ihr dann schon, dass wir da verschiedene Möglichkeiten haben, das Ganze zu machen. Aber dieses Ganze kostet ein bisschen. Also ihr seht es dann, man muss erstmal ein bisschen Credits aufladen und das kostet natürlich, wie jede KI auch kostet. Das müsst ihr bloß wissen. Aber diese Möglichkeit besteht. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar gibt es da jetzt auch verschiedene Dateien. Ihr seht jetzt gerade hier den Eiffelturm, den wir jetzt gravieren lassen könnten. Das ist jetzt eine Standard-Innengravur-Datei. Also das heißt, ihr seht jetzt gerade, dass dieser Eiffelturm hier, ich sage jetzt mal, kein Kontrast ganz groß hat. Also das ist jetzt ein ganz normales Schwarz-Weiß, aber wir haben jetzt bei dieser Textur, haben wir praktisch kein Hell und Dunkel mit drin. Also ihr seht es jetzt gerade selber, dass es jetzt nur Schwarz-Weiß ist, aber jetzt nicht mit groß Hell-Dunkel drin. Und wenn wir das Ganze mit Textur haben wollen, also wenn wir, ich gehe jetzt mal auf ein anderes Beispiel, zum Beispiel auf diesen, da haben wir jetzt Hell und Dunkel drin. Das ist praktisch Farbe und Farbe, wenn das jetzt auf Schwarz-Weiß kommt, kommt dann nicht nur Schwarz-Weiß, sondern auch Hell und Dunkel dazu. Das ist halt einfach dafür da, dass wir Tiefe erzeugen können. Oder jetzt mal zum Beispiel ein anderes Beispiel, wenn man jetzt hier diese Engel anschaut, schwarz-weiß, und wir haben jetzt aber in diesen Engeln haben wir einfach noch ein hell-dunkel mit dazu, was dann halt diese Tiefe einfach erzeugt.
So, diese Engel werden wir jetzt mal einfach mal probieren zu gravieren. Und zwar müsst ihr natürlich erstmal auf die Innengravur wechseln. Und ja, dann geht's eigentlich los. Dann zieht ihr eure Datei eigentlich mal rein. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr euren Klotz messt, also euren K9 Glasklotz. Und da ist es wichtig, dass es ein K9 Glasklotz ist. Alles, was auch farbig ist, also blau oder irgendwelche Farben, das funktioniert nicht. Also ihr müsst K9 glasklares Glas haben. Und wenn wir jetzt in die Innengravur Einstellungen reinklicken, dann können wir hier, das habt ihr ja dann eh schon gemacht nach der Kalibrierung, das steht ja schon dann drauf, können wir als nächstes gehen. Jetzt müsst ihr euren Glasklotz erstmal komplett ganz genau ausmessen. Und das werden wir jetzt mal tun, messen wir aus und diese Werte, die werden wir dann hier einfach mal reinschreiben. Der Berechnungsindex ist eigentlich für K9 Glas schon voreingestellt. Wenn ihr jetzt anderes Glas hättet, was ich jetzt euch nicht empfehlen kann, da müsst ihr dann, das weiß ich aber leider auch nicht, was man dann da einträgt, aber der Standardwert ist bei K9 Glas einfach 1,5. So, dann gehen wir auf Nächstes und jetzt müsst ihr euren Klotz richtig platzieren. Also ich platziere meinen Klotz komplett in der Mitte von der Oberfläche hier und dann diesen Schieber hinschieben. Jetzt steht hier ein Standardwert von 35 drin, den werde ich jetzt aber abändern auf 25, weil ich den genau in die Mitte gestellt habe, den Klotz. Und das ergibt bei mir, bei meinen Maßen, gibt es einfach 25 und die trage ich dann hier ein. So, das Ganze können wir dann einstellen und schon haben wir praktisch unseren Glasklotz hier drin. Das heißt, das ist unser Glasklotz und jetzt können wir unsere Datei einfach mit der Maus bewegen. Jetzt ist mein Rechner gerade ein bisschen langsam. So, und jetzt können wir das Ganze mit dem Mauszeiger einfach bewegen und wir können jetzt da noch verschiedene Einstellungen machen. Also wir können von oben drauf schauen, ist es jetzt in der Mitte richtig platziert, können wir es noch größer machen oder so. Das können wir dann hier mit diesen Sachen dann einfach nach oben, unten ziehen, nach links, rechts und so weiter. Das können wir dann hier alles nach vorne und nach hinten versetzen und wir können auch noch die Größe angeben. Also wenn wir jetzt hier diese Werte noch ändern, dann verändert sich auch diese Datei von der Größe. Ihr seht es gerade, ich kann es hoch und runter schieben. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob das alles genau in der Mitte ist, wie wir es dann haben wollen. Sollte passen und ich würde mal sagen, wir können dann mal losgravieren. Die Standardwerte, die ich jetzt hier drin habe, 50%, Punktdauer haben wir bei 180, Schichthöhe 0,03, Punktabstand 0,05 und Frequenz 40. So, und wenn wir das Ganze gemacht haben, können wir eigentlich schon loslegen mit der Gravur. Jetzt seht ihr auch, wie Punkt für Punkt der Laser das Ganze ins Glas und Zeile für Zeile das Ganze ins Glas reingraviert. Einfach nur gigantisch. Bitte schaut da auch nie direkt rein, sondern habt immer schön das Gehäuse geschlossen. Bei mir ist es jetzt nur so, dass ich filmen kann und euch das zeigen kann. Leute, wir sind fertig. Es hat ganze 23 Minuten gedauert, aber jetzt schaut euch mal dieses gigantische Ergebnis an, auch mit dieser Textur. Wir haben da richtig tolle Tiefe erreicht, richtig gigantisch. Man sieht die ganzen Schatten, diese hell und dunklen Stellen, die sieht man bei diesen Engeln. Ich habe das Ganze auf dem Drehteller mit Beleuchtung. Ich werde den jetzt mal anschalten und jetzt schaut euch mal das hier an, wie gigantisch das ist und wie die Tiefe auch drin ist. Also ich bin sowas von positiv überrascht, wie toll das dieser Laser hinbekommt. Also mich würde es mal interessieren, schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr dieses Ergebnis? Hier habe ich das Ganze noch auf einem anderen Sockel. Apropos dieses Sockel, diesen Drehteller und diesen Sockel werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Da kann man auch noch ein bisschen die Farben ändern. Und wenn ich jetzt nochmal die Nahaufnahme mache und das Ganze so ein bisschen drehe, dann seht ihr ja auch, wie die Köpfe dann so eigentlich mitdrehen. Ich hoffe, ihr könnt es da auf der Kamera so erkennen, weil wenn man da jetzt mal live drauf schaut, dann schaut das noch heftiger aus, das Ganze.
Jetzt starten wir nochmal einen Versuch. Ich habe hier nochmal ein Bildchen und zwar dieses Viech und ich habe mir jetzt einfach mal meine Schrift, mein Logo genommen, Gipfelholz und habe das jetzt einfach mal in die Mitte rein. Das ist jetzt keine 3D, sondern das ist einfach nur mal meine Schrift. Das wollen wir mal schauen, was dort im Glasklotz passiert. Und ich habe es einfach mal zum Spaß in der KI mir einen Skorpion generieren lassen. Das kann ich euch mal schnell zeigen. Wo war das jetzt? Da drüben war das und wenn man da jetzt Vorschau geht, dann können wir uns diesen Skorpion anschauen. Da gebe ich einfach in der KI ein, bei Atom auf der Seite gebe ich das Ganze ein und dann generiert er mir das Ganze. Das ist jetzt ohne Textur, also nur in schwarz-weiß und das kommt dann so dann eher raus. Also da haben wir jetzt nicht so die ganz krasse Tiefe, obwohl da sind wir weg. So, haben wir nicht die ganz krasse Tiefe, aber das wollen wir jetzt nicht machen, sondern den löschen wir jetzt mal raus. Und wir haben jetzt dieses Viech hier, aber da haben wir jetzt eine andere Leistung, 58%, 180 und 40 Kilohertz. Und bei der Schrift habe ich jetzt eingestellt 60% Leistung, 250 Pulsdauer und 60 Kilohertz. Und das wollen wir einfach mal schauen, wie das Ganze dann rauskommt. Gut, lassen wir den Laser jetzt einfach mal lasern und das zweite Projekt probieren. Und zwar, was ich noch sagen möchte, hier, das sind diese Unterteile hier, diese Ständer mit Beleuchtung drin oder mit diesem Drehteller hier. Das kann ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken. Ebenso kann ich euch verlinken, und zwar K9 Kristallkugeln. Ja genau, ihr habt es richtig gehört. Dieser Laser könnte theoretisch auch Kristallkugeln gravieren innen drin. Aber jetzt kommt's, ich kann es leider nicht testen. Zum Zeitpunkt des Videodrehs war es nämlich so, man muss das Ganze nämlich in eine Flüssigkeit reintun, also in so eine Art Öl. In so ein Glas rein, Öl drüber kippen. Warum ist das so? Ganz klar, weil wir haben ja hier eine Wölbung und der Laser, der würde dann praktisch irgendwo anders hin lasern und deshalb muss man das Ganze in Öl packen, in Gravieröl oder wie auch immer man es nennt. Hatte ich leider jetzt nicht da zum Zeitpunkt des Videodrehs und das müsste man extra nochmal bestellen. Der zweite Versuch ist jetzt auch durch und ich muss sagen, schaut echt auch sehr, sehr gut aus. Die Schrift ist ja so leicht nach hinten versetzt und hat ja nicht richtig die Tiefe, aber das schaut trotzdem richtig cool aus. Ja, man hätte vielleicht noch ein paar andere Einstellungen nehmen müssen, aber ich sage jetzt mal, live schaut es noch besser aus als an der Kamera. Absoluter Wahnsinn, was wir hier an Material durchgeballert haben. Aber dieser ganze Haufen, da fehlen sogar noch die ganzen Lebensmittel, die fehlen hier auch noch dazu. Aber wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Der Film wird definitiv viel zu lang, denn wir wollen ja noch zum Fazit kommen. Denn auch Nachteile gibt es natürlich von so einem UV-Laser bzw. Galvo-Laser. Fangen wir gleich mit dem Fazit mal an, die positiven Sachen und ich muss jetzt sagen, dieser Laser macht absolut richtig Laune, den zu bedienen. Ja, es gibt viele UV-Laser mittlerweile auf dem Markt und ganz ehrlich, aber Xtool haut noch einen oben einfach drauf und das ist das Tolle daran. Hey, dieses Kamerasystem, Dualkamerasystem, 2 Kameras, ich kann hier so präzise meine Sachen ausrichten, brauche hier keine Scheibe mehr dazu. Diese Scheibe, die braucht man ja normalerweise bei anderen UV-Lasern, dass man das Ganze dann ausrichten kann. Denn diesen UV-Strahl kann man ja nicht einfach sehen, um das Ganze auszurichten. Das hat Xtool ganz einfach gelöst mit diesem Kamerasystem, mit diesem zweiten blauen Laser, wo man dann theoretisch auch noch einen Rahmen fahren könnte, was ich gar nicht gebraucht habe, denn ich habe alles mit der Kamera hier ausgerichtet und es funktioniert ja sowas von genau, bis auf 0,2 mm absolut genau und es hat mich nicht einmal irgendwo dieses Kamerasystem im Stich gelassen. Wie das Xtool so genau hinbekommt mit der Kamera, ey, Wahnsinn einfach nur. Auf diese einfache Bedienung muss ich nochmal zurückkommen. Es funktioniert so toll mit dieser Bibliothek. Natürlich in dem Fall bei mir jetzt nicht, aber Xtool, ich weiß, die werden diese Bibliothek einfach noch füllen und ihr müsst ja nur noch einen Knopfdruck machen und schon habt ihr dieses Material oder habt ihr die Auswahl von Materialien, habt ihr da und müsst nicht ewig lang rumspielen mit irgendwelchen Werten. Finde ich natürlich echt
Richtig super. Und es ist genauso auch geeignet für einen Anfänger, der noch keine Ahnung davon hat, aber auch für den Profi, der sich dann einfach auch nochmal zusätzlich leichter tut. Und das gefällt mir echt richtig gut. Ich hatte überhaupt keine Probleme mit irgendwelchen Materialien, die wir getestet haben. Und ich habe eigentlich gar keinen Ausschuss groß gehabt. Und das wundert mich auch. Und die Teilgenauigkeit dieses Lasers oder dieses UV-Lasers ist enorm durch seine kleine Laserpunktgröße. Ich meine, man sieht hier keinen einzigen kleinen Pixel, sieht man auf dieser Karte, oder auch wie klein ich lasern kann. Ja genau, das ist das Steckernetzteil. Man kann es ja nicht mal groß erkennen, man braucht da fast schon eine Lupe dazu. Und so genau kann der lasern und das ist echt enorm toll. Das heute war auch nur eine kleine Auswahl an Materialien, was wir mit dem UV-Laser alles bearbeiten können. Aber seht mir das bitte nach, ich kann nicht alle Materialien komplett testen. Wir können aber noch Kupfer, wir können Messing können wir einfach und alle Metalle können wir gravieren und markieren. Achtung, nicht schneiden. Wir können auch Papier, wir können Filz bearbeiten, Papier schneiden. Wir können auch Acryl schneiden, bis 12 mm in mehreren Durchgängen und sogar Keramik oder solche Tassen können wir herstellen. Wir können alles Mögliche mit so einem UV-Laser einfach gravieren und bearbeiten. Noch eine Frage an euch. Wie findet ihr eigentlich diese K9 Kristallblöcke? Also ich finde das richtig toll. Man kann auf seinen Kunden komplett eingehen. Die Software bei X2, die leitet dich komplett durch. Natürlich braucht man die passende Datei dazu, aber die KI hilft da einem wirklich weiter. Und man kann dort eigentlich auch mit solchen Sachen wirklich auch gut Geld verdienen. Ist ein UV-Laser eine eierlegende Wollmilchsau? Und ich kann definitiv beantworten, nein, ist er nicht. Denn jede Lasertechnologie kann einfach mehr oder weniger. Und bei dem UV-Laser ist es einfach so, dass er eine Vielzahl, richtig viele Materialien bearbeiten kann, aber er kann auch nicht alles. Zum Beispiel ein MOPA-Laser, der kann kein Silikon, der kann viele andere Sachen einfach nicht. Ein UV-Laser kann zum Beispiel auch keine Tiefengravur auf Metall. Das kann er einfach nicht. Er kann auch kein Schneiden von Metall, wie zum Beispiel Messing oder Alu. Er kann auch kein dickes Holz schneiden. Er kann auch kein Edelstahl farbig markieren, so richtig schön farbig markieren. Das geht halt einfach nicht. Aber dafür ist er halt bei anderen Sachen wie Glas, Kristall, Gummi, Silikon, Stoffe, Metallgravur funktioniert auch, oder er ist auch für detailreiche, mini kleine Gravuren, super feine Gravuren, ist er einfach perfekt. Auch auf Holz. Ihr habt es gesehen, wie sauber er auf Holz irgendwelche Bilder sogar drauf kriegt. Einfach faszinierend und das Ganze auch ohne Verbrennungen oder Schmauch. Trotzdem sehe ich im F2 Ultra UV wirklich, dass es ein Gamechanger ist für kleine Betriebe und für kleine Firmen, die einfach kundenspezifisch auf ihre Kunden eingehen wollen und eine Vielzahl an Materialien gravieren und bearbeiten wollen. Wie gesagt, die Bearbeitung der Materialien müsst ihr euch entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wenn es jetzt nur auf Metall-Tiefengravur ist, dann solltet ihr natürlich eher auf den F2 Ultra gehen. Da habe ich natürlich erst ein Video drüber gemacht, kann ich euch auch nochmal dafür verlinken, wen diese Richtung interessiert. Leute, ja, aber es gibt auch negative Punkte und die möchte ich jetzt mal ansprechen. Das hat einfach mit einem Galvolaser zu tun. Das hat jeder Galvolaser das gleiche Problem und das ist halt einfach ein Nachteil. Schaut's mal, wenn wir jetzt damit Holz schneiden wollen, zum Beispiel, oder irgendwelche anderen Materialien schneiden wollen, dann ist es einfach das Problem, wir haben ja einen festen Laserpunkt, der ja über Spiegel bewegt wird. Das heißt, wenn ich jetzt 90 Grad nach unten gehe, habe ich einen 90 Grad Schnitt direkt unten. Aber sobald ich dieses Werkstück hier drüben habe und der Laserpunkt natürlich hier rüber wandert, um zu schneiden, dann habe ich das Problem, dass ich einen schrägen Schnitt habe. Das muss jedem einfach bewusst sein, dass ich, umso weiter ich rauskomme, einfach einen schrägen Schnitt habe. Weitere negative Punkte, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt nichts ein. Ich bin begeistert von der Detailgenauigkeit dieses Lasers und wie sauber man damit lasern kann. Wenn euch noch was einfällt, das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ebenso könnt ihr natürlich reinschreiben, wie euch der Laser gefällt und ob ihr da Anwendungsgebiete findet für diesen Laser.
Die ganzen Werte, die wir jetzt vorher gesehen haben, die werde ich natürlich nochmal zusammenpacken, alles auf die Homepage draufpacken. Ihr könnt es ja dort nochmal nachlesen. Der Link findet ihr unten natürlich auch in der Videobeschreibung. Ebenso auch alle anderen Geräte und Sachen, Materialien und. Das werdet ihr alles unten in der Videobeschreibung finden. Schaut da einfach mal drauf. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst dem Video bitte einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne UV-Lasergrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.